Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Kreis in Spiralrunden mit Farbverlauf häkelt. Diese Technik kann man für Untersätze benutzen, zu häkeln oder Blattsätze, Unterteile oder auch Teppichen, also alles Mögliche, was in Runden gehäkelt wird. Hier habe ich zwei verschiedene Beispiele. Erste Beispiel war aus Garnresten und ist verschiedene Welle. Hier sehen Sie, hier ist dick, hier fängt dünn an und geht dann dick raus und da ist überhaupt war Rest. So, hier in diesem Video zeige ich, wie man diese Blau häkelt und hier ist ordentlich Anfang mit 3 verschiedenen Farben. Und ich erkläre euch auch, wie man das beeinflussen kann, wie man hier Abstände halten kann oder so wie hier zum Beispiel ganz dick anfangen. Ich habe mit Cotton Fillet 3 mm gehäkelt, in ein Knäuel 200 Gramm 100 Meter. Häkelnadel Nummer 5 genommen. Außerdem braucht man 6 Maschenmarkierer in eine Farbe und ein einzige in die andere Farbe. Als erster Amigurumi-Ring 2 Maschen mit dunkelblau Farbe. Dann nehme ich andere Farbe, hellblau, das weiter so führen, zusammen mit Amigurumi-Ring. Von der Seite dann andere Farbe nehmen. Und auch 2 Maschen. Diese Ende ein bisschen ziehen. Dann jetzt nehme ich dritte Farbe, Helles. Und das alles zusammenzuhalten und von unten dritte Farbe nehmen. Auch 2 Maschen. So sieht jetzt aus. Ziehen Sie diese dunkelblau zusammen. Kreis schließt sich. Jetzt haben wir hier 6 Maschen in 3 Farben. Die nächste Reihe, so diese Endstücke zur Seite. Wir häkeln jetzt nur mit diesen 3. So, nächste Reihe wird jede Masche verdoppelt. Aus 6 wird dann 12 sein. Und wir häkeln es in Spiralenrunden. Deswegen brauchen wir einen Maschenmarkierer. Und markieren alle erste Masche hier. Eigentlich sieht man auch so, weil es ist andere Farbe dann kommt. Aber trotzdem markieren wir das. Und ich nehme Häkelnadel Nummer 5 für die nächste Reihe nur. So, schauen Sie. Weiter häkeln wir jetzt mit Dunkelfarbe. Die 2 hier legen, wird mitgehäkelt und die nehmen wir dann. Gehäkelt wird nur in diese Stellen. Geht in die erste rein, eine Masche rausziehen. Also, das ist der Anfang von der Reihe. Und in die gleiche Stelle wieder diese 2 hier immer halten. 2 Maschen. Dann hier schauen Sie immer 2 Maschen. So, die nächste Farbe. Diese Farbe. Drehen Sie rum, schauen Sie. Hier 2.
und in die nächste auch. So sieht das aus. Dann dritte Farbe. Reihe Nummer 2 ist fertig. Sie können nachzählen, es sind 12 Maschen, inklusive dieser markierten Masche. Insgesamt 12. Ab jetzt kann man aussuchen, mit welcher Variante häkelt ihr. Wenn man so weiter häkelt, jede Farbe mit Zunahmen und so weiter häkelt regelmäßig, dann am Ende entsteht ein Kreis, allerdings mit keine versetzte Welle, sondern gleichmäßige Farben. Also Kreis wird gleichmäßig in 3 Farben aufgeteilt. Oder wenn ihr wollt, so wie ich, dann muss man die Farben ein bisschen spielen und verschieben. Und 1, 2 oder 3 Maschen, je mehr diese Verschiebung ist, desto weiter wird diese Versetzung sein. Also zum Beispiel hier waren 3 Maschen, hier sind 2 Maschen. Und diese nächste Reihe mache ich mit einer Verschiebung, mit einer Masche. So, schauen Sie. Hier 3 helleres weiter und müssen mir dunkel häkeln. Aber ich will das verschieben und deswegen häkle ich noch eine helleres daraus. Aber passen Sie auf. In jeder Reihe, wie gesagt, werden 6 Zunahmen sein. Ihr müsst entscheiden, an welcher Stelle kommt die Zunahme. Und ich mache direkt bei der ersten Masche Zunahmeverdoppelung, dann wird eine einzelne sein, dann wieder Zunahme. Ich rate, wer das alles durcheinander hat, noch versteht nicht ganz, 6 Maschenmarkere benutzen, also andere Farben. Zum Beispiel blau für Anfang und rote für Zunahmen. Ihr häkelt das jetzt nächste um eine verschieben wir, ja? Und allererste Masche ist Verdoppelung. Also das heißt, ich häkel direkt hier 2 helleres noch. Erste und markiere ich direkt, das ist Anfang von der Reihe. Und zweite an die gleiche Stelle. Das haben wir verschoben. Aber jetzt häkle ich einzelne mit dunkelblau. So, zwischen Zunahmen wird eine einzelne sein. Und weiter häkle ich mit dunkelblau bis zu dieser Stelle, weil dunkelblau wird sich auch weiter versetzen. So, einzelne jetzt Verdoppelung hier. Dann wieder einzelne. Und hier Verdoppelung mit dunkelblau. So. Weiter mit dieser Farbe. Die 2 nach vorne schieben. Und schauen Sie, hier war Verdoppelung, das heißt, nächste wird einzelne sein. Zwischen Maschen sind eine einzige. Dann wieder Verdoppelung. Einzelne. Und Zunahme. So.
dann helleres und wieder jetzt einzelne. Zunahme. Und einzelne. Am Ende von dieser Reihe sollte 18 Maschen sein. Zählen Sie nach. In der nächsten Reihe wird zwischen Zunahmen 2 einzelne Maschen sein. Ich nehme extra zu zeigen, wie könnt ihr Maschenmarkierer platzieren. Schauen Sie, hier allererste Masche war Verdoppelung. Und ich häkle immer in die erste Masche von jeweiliger Reihe wieder verdoppeln. Also das heißt, hier wird Zunahme sein. Dann zwischen denen 2 einzelne, hier wird Zunahme sein. Zwischen denen 2 einzelne, hier wieder Zunahme. Und so bis zu Ende von dieser Reihe alle markieren. So, diese 6 Stellen verdoppeln wir. Und diese nicht vergessen, ist Anfang, gleich wie diese Rosen. Und weiter in diese Reihe werde ich weiter versetzen. Und zwar, hier schauen Sie, da 2 helleres, also 3 hier Verdoppelung und eine helleres. Und weiter werde ich anstatt eine Masche helleres häkeln, 2. Also das heißt 3. Hier einzelne und hier Verdoppelung mit hellerer Farbe, damit dieser Schwung noch weiter geht. Also wie hier noch ein bisschen flacher. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen verirrend alles mit Farbe und Zunahme, aber langsam nachmachen, das wird schon klappen. So, Anfangreihe und direkt hier 2 Maschen. Erstmal eine für Anfangreihe markieren und in die gleiche Stelle war Zunahme eine noch. Dann weiterschauen, einzelne, das habe ich schon eine weitergegangen und jetzt hier noch mit hellerer Farbe 2 einzelne. Falsch, nicht 2 einzelne, sondern Zunahme in diese einzelnen Faden. So, so geht das. Bisschen weiter. Und jetzt mit Dunkelfarbe. Genau das gleiche. Sie können auch nachzählen. Zum Beispiel hier, wie viel Maschen waren mit dieser Farbe, wie viel Maschen mit dieser Farbe. Aber wie gesagt, 2 Maschen weiter hier. Jetzt einzelne. Und noch einmal einzelne. Immer ein bisschen nachziehen, damit diese Faden nicht so locker hier liegen. Und hier ist Zunahme. So, dann einzelne.
Und hier 2 Maschen. Bei anderer Farbe mache ich mit dunkel. Und das heißt 3 Maschen. Hier einzelne und Zunahme. Genau wie bei dieser Farbe war. Einzelne und jetzt Zunahme. So, immer ein bisschen nachziehen. Aber nicht zu stark, sondern wird dann so zusammenknicken. Jede Reihe so aufrichten, auseinander ein bisschen. Und ein bisschen locker häkeln ist empfehlenswert. So. Und weiter jetzt diese Farbe. Genau dasselbe. Man häkelt hier einzelne, doppelte, einzelne, doppelte mit dieser Farbe. Bis zu Ende von dieser Reihe noch 2 Maschen mit helleren Farben. Jetzt setzen wir Maschenmarkierer wieder ein. Als erste markierte 3 einzelne markieren und so weiter. 3 einzelne markieren, ganz rein. Können Sie auch kontrollieren, Maschen nachzählen. So, weiter geht's mit hellerer Farbe. Und zwar, man häkelt so weiter, doppelte, einzelne, doppelte und Farbwechseln, schauen Sie, nur bei 2 Maschen. Hier sind 2 einzelne. Dann nächste wird dunkelblau verdoppelt. So, ihr müsst bei jeder Farbe 2, also Anfang von anderer Farbe, in vorherige Farbe häkeln. Also das muss sich weiter versetzen, diese Welle. Okay, jetzt häkeln wir mit hellerer Farbe weiter. Anfang und direkt Verdoppelung. Für Anfang markieren. Und noch eine an die gleiche Stelle. Dann häkelt ihr selbstständig weiter, einzelne, doppelte, bis diese letzten 2 Maschen. Die letzten 2 Maschen, die sind schon in anderer Farbe hier. Wir häkeln die Hellfarben, 2 einzelne. Und ab jetzt wechseln wir Farbe in Dunkelnächste und direkt hier verdoppeln. So. So sieht das aus. Es hat sich weiter verschoben. Und jetzt mit Dunkelfarbe genau bis hierhin. Die 2 häkelt man auch mit Dunkelfarbe. Also bis diese Stelle. Und hier wechselt man die Farbe und direkt Zunahme. Ist genau dasselbe wie mit Dunkelfarbe war. Und ich denke, bis zu Anfang von dieser Reihe häkelt er selbstständig mit dieser Farbe. Also inklusive diese 2. Und langsam sieht man schon diesen schönen Schwung. Wie gesagt, um 2 Maschen dieser Schwung ist. Sie können auch weitere um 3 oder sogar um 4 machen.
Wie ist es Ihnen lieber? So, für nächste Reihe habe ich schon Markierer eingesetzt. Bei allererster, wie immer, hier Anfang Verdoppelung. Zwischen Maschenmarkierer sind 4 einzelne. Also markieren Sie das selbstständig. Und nächste Reihe. Hier 2 mit dieser mittleren Farbe gehäkelt. Das heißt, nächste fängt mit hellerer Farbe an. Also ihr müsst nur merken, dass diese letzte 2 häkelt man mit vorheriger Farbe. Aber passen Sie auf, hier ist Verdoppelung. Das heißt nicht 2, sondern diese einzelne hier 2 Maschen kommen helleres. Ab hier dann wird wieder Dunkelfarbe. Okay. So, als erster Anfang Zunahme. Hellere Farbe. Anfang markieren und noch eine Masche an die gleiche Stelle. Und wie gesagt, jetzt weiter nach Schema. Einzelne, doppelte, einzelne, bis hier alle letzte Masche, bis hierhin. So, diese Stelle. Normalerweise muss man 2 Maschen verschieben, Farbe. Aber hier ist Zunahme direkt an die erste Stelle. Das heißt, wir häkeln in einer Stelle 2 helleres noch. Und das wird verschoben dann. So, und ab jetzt weiter mit Dunkelfarbe häkeln. Und genau das gleiche wird auch hier sein. Ihr kommt an dieser Stelle in diese andere Farbe, mittlere Farbe, und häkelt ihr noch mit Dunkelfarbe hier rein. Und ab hier dann erst die andere Farbe. Genau dasselbe wie hier. Diese Reihe habe ich zu Ende gehäkelt und Maschenmarkierer für die nächste Reihe schon platziert. Zwischen Maschenmarkierer sind 5 einzelne Maschen. Hier fängt man mit Zunahme wieder an. Anfang Maschenmarkierer und häkelt man noch 2 Maschen hier mit dieser Farbe. Erste markieren, Anfangreihe und nächste. Damit man hier diese Schwung weiter hat. So, jetzt häkeln wir mit helleren Farben weiter. Und das bekommt ihr selbstständig. Nach Schema, jede einzelne ist einzelne. Und wo Markierer sind, da sind Verdoppelung. So. Und Farbe wechseln kommt man hier. Da ist ganz einfach. Diese 2 häkelt man noch mit hellerer Farbe. Und ab hier, ab dritte, fängt man mit dunkelblau an. So, jetzt diese 2 noch mit hellerer Farbe. Jetzt wechseln wir Dunkelfarbe. So, ich denke, diese Reihe ist klar. Häkelt er weiter. Und hier auch die 2 mit dunkler Farbe. Und dann ist schon Anfang von der nächsten Reihe. Ihr häkelt das bis zu Ende selbstständig. 7 Reihen sind fertig. Es ist zurzeit 24 Maschen insgesamt. Und schauen Sie,
Kreis fällt ein bisschen wie ein Sechseck aus. Man kann so lassen, wenn es okay ist, oder man kann einen perfekten Kreis häkeln. Und das geht, wenn wir die Zunahmen weiter verschieben. Nicht wie vorher übereinander häkeln, immer beim ersten und so weiter. Ich habe Maschenmarkierer eingesetzt. Einfach so hier in die Mitte ungefähr zwischen diese zwei vorherigen Zunahmen. Und in der nächsten Reihe werden zwischen Maschenmarkierer hier zwischen Zunahmen 6 Maschen sein. Und einfach weitergezählt und Markierer platziert so ungefähr zwischen. Und passen Sie auch auf, wegen Farbenübergang, dass die 2 Maschen immer hier mit dieser Farbe noch häkeln. Das heißt, hier wird Zunahme sein, schon mit hellerer Farbe. Okay, diese Reihe häkel ich noch mit. Anfang. Hier sind einzelne bis zur markierten Stelle. Masche wieder markieren. Ab jetzt mit hellerer Farbe und direkt Zunahme. Und so weiter. Diese Reihe habe ich zu Ende gehäkelt. Jetzt sieht wirklich rund aus, keine Ecken mehr. Weiter kann man wie vorher häkeln, an die gleiche Stelle Maschen machen, aber wechseln Sie jede zweite Reihe bitte wieder Zunahmen zwischen diese Ecken. Oder kann man direkt jede Reihe an andere Stelle verschieben, nur diesen Abstand bitte gleich halten. Zum Beispiel, ich habe für die nächste Reihe vorgesehen, hier war vorherige Zunahme und ich mache eine Masche vor. Sehen Sie, hier habe ich platziert. Da häkle ich noch 2 Maschen mit dieser mittleren Farbe. Genau wie hier. Hier war Zunahme, eine Masche vor markiert und so weiter. Es ist auch leicht zu merken. Schauen Sie, wo vorherige Zunahme war, dann hier Marker platzieren. Und ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden, wie das so funktioniert. Hauptsache die 6 Zunahmen und diese Farbwechsel, diese 2 Maschen mit vorheriger Farbe häkeln und dann erstmal wechseln. Dann wird so ein Schwung sein hier. Und ihr häkelt das in die Breite, welche ihr das braucht. Und ich zeige dann am Ende letzte Reihe. So sieht mein Kreis aus. Es ist 27 cm jetzt. Wer aus Baumwolle häkelt, muss unbedingt das bügeln. Dann wird das alles gerade und sieht dann viel schöner aus. So, jetzt Abschluss. Und zwar, man kann auch so lassen, hier abschneiden, Enden verstecken da, vernähen. Oder ich mache jetzt mit Dunkelfarbe einmal mit Kettmaschen häkeln. Und zwar, ich gehe da langsam runter. Ich schneide erstmal ganz helleres Garn ab.
Dann häkel ich noch ein paar Maschen mit dunkel. Und das lege ich noch rein, damit das nicht direkt abrupt gleich in die kleinere Stufe geht. So ein paar Maschen wirklich hier. Und dann schneide ich das ab. Und bleibt nur dunkel. So, noch eine Masche. Noch schön dunkel hier. Und markiere. Das ist die allerletzte Masche mit Festmaschen. So, ab jetzt häkle ich das mit Kettmaschen, um ein bisschen locker machen. Nicht, dass alles zusammen noch dieser Rand zieht. Kann man auch Häkelnadel Nummer 6 nehmen oder so. Und einfach durch diese Masche ziehen. In jede Masche hier, klar ohne Zunahmen, ein Kettmaschen ziehen. Kann man auch, wer mag, ohne diese eine Farbe hier, kann jede Farbe eigene Kettmaschen. Also ich meine mit dieser Farbe bis hierhin, dann abschneiden diese und dann weiter mit helleren machen. Kann man auch versuchen. So. Und so weiter. Gesamte Rand mit Kettmaschen durchziehen. Hier am Ende Maschenmarkierer weg. Garn abschneiden und abschließen. So, schauen Sie hier diese eine Masche. Das durchziehen. Und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Unter die zwei Faden hier. So, fertig abgeschlossen. Diese Endstück runterziehen, verstecken, auch vernähen, so wie die 3 auch. Und das war's. Jetzt kann man das noch ganz schön mit Dampf bügeln. So, das war's. Ist fertig. Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen. Schreiben Sie einen Kommentar. Und über eure Likes werden wir uns besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!